Hallo zu unserem neuen Video. In dieser Episode verlassen wir Kappadokien und fahren zum Salzsee, der sehr ernüchternd ist. Noch durchgefroren von den letzten Tagen beschließen wir schnellstmöglich an die Schwarzmeerküste und Richtung Istanbul zu fahren. Wir tauchen ein in eine Millionenstadt, welche auf 2 Kontinenten liegt. Hi, wir sind Tobi, Sarah und Rio. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Wohnmobil auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns. Überall Schnee. Und einer, der isst. Vor allem der Schnee wird mehr. Wir wollten eigentlich raus aus dem Schnee und zu dem Salzsee, der bei unserem... Hallo, bleib... Alter! Das war mir aber egal. Das war ihm einfach sowas von wurscht, ob wir hier sind oder nicht. Wir wollten eigentlich zu dem Salzsee, oder wir fahren zu dem Salzsee, also das ist sicher. Aber bei unserem Glück aktuell mit dem Wetter sieht man vom Salzsee bestimmt gar nichts und es ist alles nur im Schnee eingedeckt. Wir haben jetzt gerade unterwegs nochmal die Standheizung ausprobiert und sie funktioniert. Das heißt, es war wirklich der zu kalte Sprit. Der Diesel ist wahrscheinlich dann ein bisschen versulzt heute Nacht, weil die Zuleitung ja unterm Auto hingeht. Das müssen wir unbedingt mal isolieren. Beziehungsweise wir haben heute jetzt schon den Winterdiesel getankt und werden dann auch nochmal, bevor wir ankommen, in den Tank für die Standheizung den Winterdiesel reinschütten, dass sich das da schon mal ein bisschen vermischt. Und dass wir heute Abend vielleicht eine Standheizung haben, die auch funktioniert. Aber jetzt geht es erstmal weiter Richtung Salzsee. Nahezu immer sind die Autobahnen, also die Mautstraßen, so voll. Zumindest jetzt zwischen, wo waren wir? Zwischen Tarsus und Kappadokien war es zumindest so. Und wir fahren jetzt Richtung Ankara gerade, also da ist ja der Salzsee und da ist es jetzt echt extrem leer auf der Autobahn. Neben uns ist jetzt endlich der Salzsee und ja, wie man sieht, schaut aus wie ein ganz normaler See. Ist leider relativ voll mit Wasser. Schauen wir mal vorne an den Platz bei einem Restaurant, wie es dann wirklich vor Ort nochmal ausschaut, aber ja, wir haben uns mehr auf den ersten Blick vorgestellt. Also wir waren jetzt am Salzsee selber und es ist so enttäuschend. Schaut einfach aus wie ein normaler See mit schmutzigem Wasser. Und deshalb fahren wir jetzt auch weiter. Kurz vor Ankara gibt es einen Stellplatz relativ nah an der Straße. Dann schauen wir wenigstens, dass es ein bisschen wärmer wird in den nächsten 1-2 Tagen. Und ja, ihr seht es ja selber, wie es aussah. Ist zumindest zu der Jahreszeit oder bei uns jetzt nicht lohnenswert gewesen. Wir sind jetzt auf dem Weg an die Küste und wurden heute früh vom Schnee begrüßt. Rio freut sich, weil er hier mit Straßenhunden spielt. Und ja, an der Küste soll es dann 6 bis 7 Grad haben und in den nächsten Tagen dann endlich wärmer werden. Deshalb werden wir heute auch direkt an die Küste fahren, damit wir endlich den Schnee hinter uns lassen und hoffentlich in wärmere Gefilde fahren. Moin, Rio. Morgen! Moin! Ja? Hier, Geld. Du bist
bist riesig, sagt. Du bist riesig. Und du hast eine Wunde vorne an der Schulter. Von dem Platz, den ihr jetzt gerade gesehen habt, sind wir dann ziemlich schnell über Ankara bis nach Zonguldak an die Schwarzmeerküste gefahren. Dort war das Wetter aber auch nicht besser und deshalb ging es dann direkt weiter, eigentlich am nächsten Tag bis kurz vor Istanbul. Dort standen wir auf einem wirklich schönen Stellplatz und gibt es jetzt gleich noch eine Zusammenfassung über Rio, bevor es dann weiter nach Istanbul reingeht. So, wir sind mittlerweile von Kappadokien bis kurz vor Istanbul gefahren. Haben jetzt noch 100 Kilometer, die werden wir morgen zurücklegen und dann sind wir in Istanbul. Und eins wollen wir nochmal sagen, Rio kommt ja meistens in den Videos sehr positiv rüber und wir merken aber so langsam, dass er in die Pubertät reinkommt und er fängt an, Sachen zu zerstören. Sein Bett, er frisst die Decken und das Handtuch hat er auch zum Teil gefressen. Und ständig habe ich keine Socken mehr. Ja, das ist auch ein Problem. Er klaut unsere Socken. Sobald man getragene Socken oder den Schrank auflässt zu der Wäsche, klaut er sich dort die Socken raus. Oder letztens hat er auch aus meinem Sockenfach den frischen Socken rausgeholt. Ja. Ja, das heißt, demnächst müssen wir auch Socken kaufen, weil er hat bestimmt schon, ich weiß nicht, 5 Socken zerlegt. Ja. Und ja, wir haben im Moment unseren Spaß mit ihm. Und wenn es so weitergeht, haben wir auch keine Handtücher mehr. Wir sind jetzt in Istanbul angekommen und werden erstmal frühstücken gehen und dann, ja, heute ist Sonntag, das heißt Besorgung machen wir erst morgen, also ein bisschen hier die Gegend erkunden auf jeden Fall. Kadıköy. Was bitte? Kadıköy? Ich weiß nicht, was ich mir sagen will. Kadıköy? Anschauen, warte. Nein, falsch. Rio kann es auch nicht mehr erwarten. Kadıköy. Das Anschauen. hast du markiert. Anschauen. Wir haben jetzt mal wieder eine Planänderung. Eigentlich wollten wir heute Morgen nach Istanbul mit der Fähre übersetzen. Zum europäischen Teil. Zum europäischen Teil und uns den anschauen. Aber Hunde müssen auf der Fähre in einen Käfig. Und das wollten wir jetzt nicht machen. Das heißt, wir werden mit dem Auto rüberfahren. Und dort einen Parkplatz nehmen. Genau. Und dann von dort aus praktisch die Stadt besichtigen. Und dann für heute Abend müssen wir dann mal schauen, wo wir hingehen oder hinfahren zum Schlafen, weil der Platz ja eigentlich ganz gut war. Man konnte einfach in Ruhe schlafen. Oh ja, jetzt fahren wir erstmal rüber. So. Wir begeben uns jetzt in den Istanbuler Stadtverkehr oder Berufsverkehr, besser gesagt, und brauchen angeblich für 13 Kilometer 40 Minuten. Wobei bis jetzt echt wenig los ist. Zumindest hier in dem Stadtteil. Ohne Maut 39 Minuten Länge. Oh nein! Was? Der Tunnel? Der Tunnel, der leitet uns über den Tunnel. Ich fahre ohne Maut. Wir müssen jetzt mal wieder umdisponieren. Und zwar waren die 13 Kilometer die Strecke die kürzeste. Ging durch den Tunnel. Und wir haben gestern schon gesehen bei der Ankunft, dass der Tunnel nur bis 2,80 Meter Höhe freigegeben ist. Und wir sind höher. Das heißt, wir fahren jetzt doch die lange Strecke, sind schnellere Route, sind dann insgesamt über 40 Kilometer unterwegs in der Stadt und brauchen noch knapp 1,5 Stunden im Berufsverkehr. Für den ersten Kilometer haben wir, keine Ahnung, bestimmt 10 Minuten gebraucht und jetzt ist die Straße frei auf unserer Seite. Laut Google kommt der Stau erstmal.
Parkplatz bei Kalikö und jetzt fahren wir auf einen Parkplatz auf der europäischen Seite, um heute die Hagia Sophia zu sehen, den Sultanspalast, den großen Bazar und ja, was noch alles uns vor die Augen springt, wenn wir durch die Stadt schlendern. Ist hier Stau angesagt? Ja, also in Google ist er drin. Noch 11 Kilometer. Und ich würde sagen, bis kurz vorm Ende ist Stau. Juhu! Weißt du, was das Beste an einem Wohnmobil ist? Dass du aufs Klo gehen kannst, während dem Stau. Ja, dass die Notfalltoilette da wäre. Also als allererstes haben wir uns jetzt erstmal einen Kaffee geholt, weil der einfach so gut schmeckt und eine kleine Pause gemacht, weil durch die engen Gastien und so ist es schon wahnsinnig viel wieder los und einfach für Rio anstrengend. Und als nächstes gehen wir zur Hagia Sophia und dem Sultanspalast. Wir kennen schon die verrückten Eismacher aus den Videos von Istanbul, aber wir wollten uns auch noch ein bisschen verarschen lassen. Ja. Hat funktioniert. Ja. Und das Eis ist sehr lecker. Auch wenn es im Verhältnis teuer ist. Aber super lecker. Aber es ist auch lustig. Halt auch die Show dahinter. Die Show. Ja, das ist schon cool. Das macht schon Spaß. Ich habe davor schon gesagt, dass ich mich unbedingt verarschen lassen will. Normal mache ich das immer. Geh los. Man denkt, es wäre Liebe, aber nein. Nein, das ist Liebe. Ich habe nichts. No thanks. So, jetzt geht's in die Hagia Sophia. Es ist so beeindruckend gewesen. Und auch wenn man sich nicht für Religion interessiert, ist es auf jeden Fall sehenswert. Wirklich. Das ist so interessant. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben jetzt hier auf der europäischen Seite von Istanbul
geschlafen und das sehr bescheiden. Und weil wir auf dem Parkplatz stehen, wir direkt neben einer LKW-Waage von einer Baustelle und die haben die Nacht durchgearbeitet. Das war so laut. Ja, wir haben dann irgendwann in der Nacht Film angeschaut. Ja. Und heute verlassen wir Istanbul und dann geht's Richtung bulgarische Grenze. Heute ist ein relativ großer Fahrtag, bis dann gute Plätze kommen. Ja. Und ja, wir starten, eigentlich wollten wir früh aufstehen. Und haben bis 8 geschlafen. Und haben bis 8 geschlafen. Und jetzt geht's dann im Berufsverkehr los. Juhu, Berufsverkehr in Istanbul, yeah! Wir wollten eigentlich gerade mit Rio Ball spielen und jetzt kommt ein ganzes Hunderudel angerannt. Beziehungsweise jetzt gehen sie wieder, aber erst sind sie erstmal hierher gestürmt. Oh Gott, die freut sich total. Oder bist du? Er? Scheint so keine zu sein. Jetzt haben sie uns gesehen und es passt. Pi hat sich voll gefreut, oder? Oder er? Ja, sie hat sich gefreut und unterworfen. Und die anderen, keine Ahnung. Aber die sind alle, wo ich raus bin mit ihm, das halbe Rudel ist hergerannt. Ja, wollten wir wahrscheinlich da schauen. wir mittlerweile schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, ist man da doch vorsichtiger. Weil gegen Rudel hast du einfach keine Chance. Wahrscheinlich wollten sie nur schauen, wer in ihr Revier kommt. Ja. Und vor allem, das sind da hinten, sind das 8, 9 Tiere Ja. insgesamt. Und das ist dann doch was anderes, wenn die Hunde alle oder die meisten so groß sind. Jetzt los. Wo ist der Ball? Such den Ball. Wo ist der Ball? Such. Hey, toll! Toll, und jetzt bring her. Und aus. Ja, okay. Wir sind jetzt seit Istanbul ein Stück gefahren. Ungefähr, wie viele Kilometer waren es? 200 knapp? Nicht ganz? Nicht ganz. Und heute verlassen wir die Türkei und fahren nach Bulgarien. Und zwar ist der Plan oder das Ziel ein Stellplatz an der Schwarzmeerküste. Und dann haben wir noch 2 Tage Zeit, bis uns 2 Freunde besuchen und eine Woche mit uns mitreisen werden. Wir waren jetzt nochmal einkaufen, kurz vor der Grenze, und haben versucht, unsere restlichen Lira auszugeben. Und für den ganzen Einkauf haben wir jetzt 23 € ungefähr bezahlt. 100 Packungen. Also Bulgur, hauptsächlich Grundnahrungsmittel und geile Currypeller. Aufstriche. Genau, und während wir jetzt alles einräumen und zur Grenze fahren, beziehungsweise nach Bulgarien, zeigen wir euch nochmal unsere Highlights von der Türkei.
mit den Bildern verabschieden wir uns jetzt aus der Türkei. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns mit einem Abo weiterhin auch begleitet. Und nächste Folge geht es dann weiter in Bulgarien. Bis zum nächsten Mal. Nein, nicht brechen! Das ist kaputt gemacht. Weißt du was? Hol's dir. Ja komm, hol die.